Hallo, heute sind wir im Aqua-Zoo-Löbbecke-Museum in Düsseldorf. Wir haben mittlerweile hier im Aqua-Zoo-Löbbecke-Museum neben den größeren Seepferdchenarten auch die Zwergseepferdchen. Und zwar haben wir 30 ausgewachsene Tiere aus der Zucht des Kölner Zoos bekommen und darüber freuen wir uns sehr. Denn gerade diese kleinen Exemplare sind unheimlich interessant und wir haben hier eine wirklich sehr, sehr große Gruppe, die man wunderbar beobachten kann. Man sieht aktuell auch immer mal wieder Balzverhalten bei den Fischen und das ist schon ganz schön spannend, auch wenn man etwas genauer hingucken muss. Das Schöne ist, dass man bei den Winzlingen auch noch gut die Geschlechter erkennen kann. Die Männchen haben halt eine ausgeprägte Bauchtasche, in der sie die Eier austragen, nachdem diese befruchtet wurden. Und diese Bauchtasche, die erkennt man also bei den ausgewachsenen Tieren schon ganz gut, auch wenn gerade keine Eier drin sind. Für Kinder ist es natürlich total faszinierend, hier am Gehege zu stehen. Die sind immer total begeistert von diesen winzigen Zwergseepferdchen, auch wenn viele erstmal glauben, dass es sich um Nachwuchs handelt. Aber der Nachwuchs der Zwergseepferdchen, der ist wirklich so klein, den würde man mit bloßem Auge schon wirklich nur noch sehr, sehr schwer erkennen können. Die Zwergseepferdchen, die werden leider nicht besonders alt. Wie das so oft der Fall ist bei kleinen Tieren, ist die Lebensspanne auch eher gering. Und so werden die Zwergseepferdchen rund ein Jahr alt. Das erscheint uns recht kurz, ist aber halt die natürliche Lebensspanne. In dieser Zeit sollten die Tiere sich auch mehrfach vermehren, damit die Zucht dann hier natürlich auch weiterlaufen kann. Und für den Austausch, den genetischen, wird es natürlich immer wieder dann auch den Tausch von Tieren mit anderen Einrichtungen geben, sodass der Genpool auch immer schön frisch bleibt. Die Kollegen aus dem Kölner Zoo, die haben im Gegenzug zu den Seepferdchen, die wir erhalten haben, von uns einige Bangai-Kardinalbarsche erhalten, sodass wir auch einen sinnvollen Tiertransport durchführen konnten und keine Leerfahrt dabei aufkommen musste. Der natürliche Lebensraum der Zwergseepferdchen sind die Seegraswiesen in den eher seichteren Gewässern des Golfs von Mexiko. Und was diese Art und natürlich auch alle anderen Tiere in der Umgebung dort bedroht, es sind regelmäßige Ölkatastrophen, das ist ein ganz großes Problem. Und was sicherlich auf Dauer auch immer schlimmer wird, sind die Folgen der Klimaerwärmung. Der Golf von Mexiko ist schon sehr, sehr warm und viele Tiere, die dahin ziehen, um sich von sehr, sehr viel Plankton zu ernähren, was da vorkommt, zumindest für einige Zeit im Jahr, die können das ab, aber wenn sich dieser Meeresbereich noch weiter aufheizen sollte, ist das natürlich für die dort lebenden Tiere ein Riesenproblem und viele werden das nicht überstehen können.
jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.